Ich bin heute bei Monika von Sallinger zu Gast. Vielen Dank, dass ich hier bei Ihnen sein kann. Monika von Sallinger, Sie sind in Ihrer Karriere Kostüm- und Bühnenbildnerin gewesen und Sie haben uns vor circa 2 Jahren 400 Zeichnungen geschenkt. Das sind ja tolle Blätter, die mich von Anfang an fasziniert haben, wegen des Formats vor allem, also wegen der Größe. Das ist eine recht ungewöhnliche Sache, dass man im Bereich Kostümbild so üppige, so große Blätter macht. Zum einen und zum anderen, dass die Figuren so friesartig angeordnet sind. Das heißt, es gibt ja mehrere Figuren pro Blatt und die interagieren miteinander und die bilden so eine Gruppe. Das fand ich sehr, sehr schön. Und dennoch gibt es einen starken Schwerpunkt Gestaltung des Kostüms. Sie zeigen ganz genau, wie die Stoffe fallen, wie die Schnitte auszusehen haben. Also deswegen ist es für unsere Sammlung, unser Museum eine große Bereicherung, diese Figurinen, diese Kostümentwürfe bekommen zu haben. Zum einen eben wegen des Formats und wegen der Qualität und zum anderen auch, weil sie viele wichtige in- und ausländische Theaterproduktionen dokumentieren. Als erstes würde ich gerne von Ihnen aber wissen, als Fachfrau, warum sind Kostümentwürfe, Schrägstrich Figurinen, wir nennen sie in der Theaterwissenschaft, im Theaterbereich Figurinen, warum sind sie so wichtig und was macht man denn damit? Nein, man liest das Stück. Meine Möglichkeit ist, die Geschichte über die Kleidung auch zu transportieren, die lebendig werden zu lassen, diese Figuren, die ich da lese. Und vielleicht ist das, dass ich sie sehr eindringlich wahrnehme. Das ist vielleicht ein Grund, warum ich dann versucht war, immer so diese Gruppen, eigentlich Gespräche miteinander, sie agieren miteinander ja auch, die Figuren eigentlich. Man könnte sagen, fast bei Ihnen, Ein bisschen eine Regie auch natürlich. Genau, da ist dann die Regiekomponente mit dabei und wenn man eben diese Blätter sieht, hat man eben fast den Eindruck, es handelt sich eigentlich um fast fertige Szenenbilder. Ja, das stimmt, ja. Und nichtsdestotrotz eben sind aber die Details sehr, sehr wichtig, weil letztendlich werden diese Figurinen oder diese Blätter ja natürlich auch von den Werkstätten benutzt, auch um die Kostüme dann anzufertigen. Ja, oder? das war ein bisschen immer ein Schrecken, wenn ich da ankam mit den großen Blättern für die Schneidereien, weil sie ein bisschen überfordert waren natürlich, weil die auch jetzt nicht so praktisch waren, weil die sehen, aber ich habe, das muss ich schon sagen, immer wahnsinnig genau auch die Linien, wie ich mir das vorstelle. Ich kann nicht nähen, wollte nie nähen, aber ich weiß, wie man schneidet. Das habe ich mir angeeignet im Laufe meines Lebens. Und dann konnte ich mit den Gewandmeistern halt dann doch gut drüber reden und die konnten das schon sehen, ganz genau. Das ist es ist auch eine Werkzeichnung eigentlich. Sie haben gesagt, dass Sie die Stücke gelesen haben, wenn es Othello, Tosca, ein Stück von Arthur Schnitzler oder egal, worum es geht, Sie beschäftigen sich natürlich mit dem Text und versuchen, die Story, den Plot herauszuarbeiten und finden eine kostümliche Umsetzung für diese Story sozusagen. Wir haben Sie ja aber in Ihrem Leben als Kostümbildnerin damit gearbeitet, dass es eben die Vorgaben eines Stücks gibt. Ja, also Richtig. der Text gibt etwas vor, einen bestimmten Raum und eine Zeit. Dann gibt es aber von Seite her der Kostümbildnerin, genauso vom gesamten Regie-Team auch, eine gewisse Ebene der Fantasie oder man will das vielleicht in einer anderen Art und Weise umsetzen, das, was im Stück steht. Also was könnten Sie zu dieser Thematik sagen? Ja, also es ist so, dass man hat ja spontan eine Vision, wie könnte das ausschauen und dann trifft man den Regisseur und dann war immer so, dass ich dem gesagt habe, sag mir 2 Sätze.
Und das hat mir eigentlich dann wusste ich, wo er sich befindet mit seiner Vision, mit seiner Konzeption. Und das war mir dann eigentlich genug. Dem, was Sie gesagt haben, entnehme ich, dass das Arbeiten am Theater als Kostümbildnerin, als Bühnenbildnerin auch, aber als Kostümbildnerin auch ganz besonders eine Zusammenarbeit ist dann zum einen mit dem Regie-Team, zum anderen dann mit den Werkstätten und zum anderen auch im direkten Kontakt mit Schauspielerinnen, Sängerinnen, Sängern etc. Wie haben Sie dieses Leben am Theater erlebt? Wie war das für Sie? Es war wunderbar, weil es sich eben so geteilt hat, dass ich einerseits alleine erfinden konnte und dann kommt man ins Theater und dann sind diese herrlichen Kollegen und die man dann anzieht, erst aussieht, dann anzieht. Also es war im Grunde ein Riesenvergnügen natürlich, weil das, was man sich vorstellt, das dann realisiert wird und dann sieht man es auch auf der Bühne. Das ist ein guter Moment. Ja. Sie haben mit wichtigen Persönlichkeiten der österreichischen Theaterwelt gearbeitet. Nicht nur in Österreich, Sie waren auch sehr viel im Ausland tätig. Sie waren oft und lange Zeit auch in Deutschland, in Düsseldorf, in Braunschweig, in Stuttgart, in Dresden, sehr viel in München. Sie waren aber auch international in Amsterdam, in Triest, in Venedig, Athen. Athen, ja, also da gibt es das wirklich... Das älteste Theater Herodes Atticus. Ja, genau. Schönste Theater wahrscheinlich. Ihre Figuren, Ihre Kostüme, Ihre Gestaltung war auch auf dieser Bühne in Athen. Also, so gesehen haben Sie aber wahnsinnig viele Kontakte zu wichtigen Theaterpersönlichkeiten gehabt. Ja. Und Sänger, Schauspieler, Dirigenten. Gibt es eine besondere Erinnerung, wenn wir zum Beispiel an die österreichische Theaterlandschaft denken? Ja, Sie haben, glaube ich, viel mit Otto Schenk Ich habe mit Otto Schenk, den habe ich gestern getroffen hier. Okay. Er wohnt hier. Diese Leute waren Instanzen einfach. Und der Regisseur, der Bühnenbildner, der Kostümbildner, so ist die Hierarchie. Und wenn man mit dem Regisseur gut vertraut war, dann hat er einen auch gerettet oft in Situationen, wenn die sagen, na, das geht nicht. Das wird ja oft gesagt im Theater, nicht? Und dann sage ich doch, es geht. Und da muss er mir helfen. Dann Gut, ja. Gut. Kam es manchmal zu Situationen, wo durch die Anspannung, die Aufregung, durch die Vorbereitungen für ein Stück vielleicht Ja, das gibt's. Also bei Kostüm sind die Anspannungen, wenn ganz rasche Umzüge sind. Also wenn ein Kostüm innerhalb von einer halben Sekunde gewechselt werden muss und dann auch noch Schuhe und das muss dann auch so vorbereitet sein von der Schneiderei, dass das ruckzuck, zuck. Und ich weiß einmal im Reigen, da wird ja viel aus- und angezogen bekanntlich. Wo war das? In der Josefstadt. In der Josefstadt? Und da hat er Schenk gemacht. Und da hat es dann halt auf 2 Sekunden nicht gepasst oder irgendwas, der musste warten und dann hat er gesagt, wenn das jetzt nicht klappt, dann schmeiße ich die ganzen Fetzen weg. Also er war unbarmherzig auch, der Schenk. Hat viel erwartet, große Erwartungen aber gehabt. Auch ungeduldig und viele Dinge. Bei der ersten Probe kann nicht alles klappen. Ja. Also, aber er war mit Recht ungeduldig. Ja. Sie bringen mich aber jetzt auf einen anderen Punkt, einen anderen Aspekt, Stichwort Bühnenkostüm. Ja. Wenn man sich ja nie ein bisschen mit dem Theater beschäftigt hat oder wenn man nie die Möglichkeit gehabt hat, hinter die Kulissen zu schauen, ja, weiß man jetzt nicht so genau, was ist der Unterschied eigentlich zwischen der Alltagsbekleidung, der Mode und einem Bühnenkostüm? Weil manchmal sieht man das ja auch nicht. Naja, es ist jetzt eigentlich
normal, dass man einkauft und die Kollegen kaufen und teuer oder weniger teuer. Aber es wird, ich glaube, selbst wenn man so einen Anzug entwirft, wie Sie jetzt anhaben, dann muss mir irgendwas einfallen, um den Charakter jetzt noch, es muss ein bisschen überhöht werden. Oder, also jeder Mensch hatte irgendeine spezielle Art, sich zu kleiden. Manche Herren haben ein bisschen zu kurze Hosen, zu enge Jacketts, oder das sind so typische Sachen, die Persönlichkeit auszeichnen. Und das kann ich auch in der modernen Mode, muss ich das auch irgendwie formulieren einfach, glaube ich. Genau. Das ist die stilistische Komponente, ja, und auf der praktischen Seite? Inhaltlich auch, dass ich mir überlege, der trinkt so viel und wie kann ich das zeigen irgendwie, dass der einen dicken Bauch hat oder irgendwas, oder in der Maske oder also man muss drüber nachdenken, wie man diese Charaktere optisch formuliert eigentlich. Und betont, ja. Und von der praktischen Seite her, wenn es zum Beispiel um schnelle Umzüge gibt, auf der Bühne oder hinter der Bühne, da gibt es da muss die Kostüme, da gibt's Klettverschlüsse, oder wo man zack aufreißt und wo das dann ganz schnell geht, und vor allem müssen diese Theaterkostüme sehr stabil genäht werden. Die haben die haben immer ein Futter, das auch in der Hitze, wenn dieses Licht kommt, von allen Seiten, die schwitzen, und das muss man alles berücksichtigen. Das wird, und das sind auch, es wird sehr viel, die werden auch so genäht, dass nicht die Nähte gleich platzen. Es sind immer so viel Material noch, dass man es eventuell erweitern kann, nicht wie bei Konfektion, da kann man nicht einen Millimeter erweitern, weil das ist abgeradelt dann, nicht? Und das ist. Was hat sich aber verändert im Laufe der Zeit im Vergleich zu Ihrer Hauptschaffungsperiode? Ich weiß, Sie sind noch tätig, aber es hat sich vielleicht was verändert seit der Zeit, wo Sie studiert haben oder Ihre ersten Produktionen in den Mitte der 60er gemacht haben. Da hat sich wahnsinnig viel verändert. Früher, es gab so Phasen, so wie begonnen hat man die Historie nicht hundertprozentig, da hat man versucht, irgendwelche Ornamente zu verändern. Dann kam eine Zeit, wo man historische Kostüme benutzt hat. Da habe ich viel Originalkleider aus England gekauft, die ich bei einer wunderbaren Antiquitätenhändlerin in München, ich bin immer mit solchen Koffern gereist, auch mit lauter Kleidern. Ich weiß ja. Da haben wir fast nur Originale verwendet, was schwer ist, weil die muss man dann adaptieren und dann muss man irgendwas einsetzen. Und das war der zweite Weg, den ich gegangen bin. Und dann jetzt ist Theaterkostüm total reduziert. Aber es wird schon hier und da ein bisschen historisch, ich weiß nicht, eher bei der Oper. Aber die jungen Leute, die jungen Kollegen haben nicht mehr diese Auseinandersetzung. Und ich verfolge die Mode natürlich. Ich finde es wesentlich, dass man sich mit der momentanen Mode immer auseinandersetzt, weil die muss ein bisschen eindringen in das Kostüm. Das war immer meine Idee. Und deswegen haben wir unsere Ausstellung wahrscheinlich deswegen auch intuitiv Mode für die Bühne betitelt. Also ich glaube, das trifft die Sache auf den Punkt, weil das sieht man auch anhand ihrer Zeichnungen, dass es eine große Vermischung gibt, selbst wenn es sich um antike Bilder handelt oder mittelalterliche ich habe Situationen dann immer die Designer ein bisschen so hineingeschrieben. Das fließt mit hinein und das muss das Bühnenkostüm immer mit berücksichtigen. Alle Facetten des Lebens oder unserer Zeit und der gespielten Zeit kommen zusammen und ergeben ein passendes, tolles Bild. Unsere Zeit ist natürlich jetzt nicht sehr erfreulich und das spiegelt sich selbstverständlich auf der Bühne wieder. Deswegen ist das alles sehr eingeschränkt auch. Hat es aber auch etwas mit dem Etat zu tun? Mit dem Budget? Nein, das würde ich nicht sagen. Natürlich kann ich, wenn ich in der Staatsoper München arbeite, habe ich ein herrliches Budget und aber muss sagen, ich habe eher immer gute Budgets gehabt.
Ja, ich habe gut, dann das nie ein heißt, Problem dieses gehabt. Glück haben Sie mal Ja, ich will mal, gehabt in Ihrem Leben, das kann man also auch sagen. das Also zu ich habe, haben. Aber es liegt nicht nur am Budget, sagen Sie. nein, Es ist auch überhaupt eine nicht. Man kann ästhetische. auch also da, wie ich in Leipzig gearbeitet habe, das war sehr schön und das war eine tolle Werkstätten. Und diese Dame, die Leiterin ist mit mir durch den Fundus gegangen und hat gesagt, in der DDR-Zeit haben wir 5000 Meter weißen Stoff bekommen und den haben wir dann entsprechend behandelt. Und die haben das so genial gemacht, was die aus diesem weißen Stoff gedruckt, geklebt, geschnitten, also gestanzt, alles. Und das ist eigentlich, was ich liebe. Ja, auch es Ja, gibt. erfinden. Theater, ich kann am Theater, das Schönste ist überhaupt, dass ich sage, die haben so ausgeschaut, die haben vielleicht überhaupt nicht so ausgeschaut, aber ich behaupte das. Genau. Das ist Theater. Genau. Ja. Eine Illusion, die Ja. jemanden auch berühren kann. Ja, So, das ist soll eben, das ist, ja, diese Geschichten, das ist ja jetzt leider, ich finde die jetzigen Regisseure einfallslos, sage ich auch laut. Sie haben es jetzt gesagt. Aber wenn ich nur die wunderbaren Schauspieler an die Rampe gehen lasse und Text sprechen oder von einem Fauteuil rechts und zum anderen Fauteuil links und die Kritik ist schon begeistert, was das für ein Einfall ist, da ist sehr viel verloren gegangen. Da hat sich was verändert. Da hat sich wirklich was verändert und das ist, ja, es ist nicht theatralisch. Theater ist ja was Wunderbares, Emotion vor allem. Es soll vor allem berühren. Das Spektrum, das gesamte Spektrum der Emotionen im Leben soll es berühren. muss man ja da wieder finden. Und dass man rausgeht und beglückt ist oder nachdenkt und über die Geschichte nachdenkt, und ich nicht nur nachdenke und sage, mein Gott, denen ist wirklich nichts eingefallen. Ich würde dann gerne einen kleinen Schritt zurück machen zu Ihrer Ausbildungszeit und vielleicht könnten wir ja wechseln und Ihren Arbeitstisch auch sehen. Das ist nur sozusagen ein Relikt. Macht ja nichts, das ist trotzdem ja, wäre es schön. Den habe ich immer mitgenommen. Das ist nur eine Platte und 2 Schrageln. Gut, aber schauen wir uns das jetzt einmal an. Ja, wir sind jetzt an Ihrem Schreibtisch, wo Sie arbeiten und wo Sie eigentlich auch die Impulse für unsere Ausstellung gesetzt haben. Sie haben einen konkreten Vorschlag auch für die Gestaltung gemacht. Ja. Und zwar war das richtig, das war Ihr Wunsch, dass aus den Blättern so quasi die Figurinen herausspringen. Ja, ich wollte nicht die Kleider aus dem Fundus, die wollte ich eigentlich jetzt nicht auf Puppen ohne Köpfe, ohne Gesichter, ohne das, was die Schauspieler ausstrahlen, ausstellen. Und da ist mir dann die Idee gekommen, dass ich diese Figurinen kopiere, sehr groß, und verdopple, und dann kriegen die irgendwas Lebendiges plötzlich, was Tänzerisches. Und noch eine Frage jetzt in Bezug auf die Figuren, beziehungsweise auf Ihre Blätter, ja, auf Ihre Zeichnungen. Sie möchten sie unbedingt ungerahmt, also nicht hinter Glas zeigen. Ich will sie eigentlich, weil ich möchte was Unaufwendiges. Ich möchte das schlicht haben und Rahmen ist gleich so was pompös und Glas, und ich möchte das wirklich nur so an der Wand haben und weil das ist ja auch nur eine ganz einfache Figurine. Gut. Als Kurator muss ich schon sagen, dass wir die Objekte natürlich auch von der konservatorischen Seite her betrachten und natürlich für uns ist es sehr wichtig, ja, die angemessen zu präsentieren. Ich glaube, restauratorisch haben wir eine gute Lösung gefunden, aber das Schöne finde ich auch tatsächlich, dass die Blätter sehr unvermittelt, sehr offen und sehr zugänglich wirken, indem sie einfach so präsentiert werden. Hat, genau.
wir wissen sehr wohl, dass im Theaterbereich solche Figurinen natürlich auch von, wie wir schon gesagt haben, von allen möglichen Kolleginnen und Kollegen benutzt, angeschaut werden, studiert werden für die Umsetzung etc. Aber wenn sie uns erhalten bleiben als Dokumentation zum Entwurfsprozess auch, dann meiner Meinung nach erreichen sie auch eine andere Qualität. Ja? Also deswegen ist es für uns wichtig, sie so zu präsentieren, aber sie auch so zu zeigen, noch in einer Situation, wo man ein bisschen den Werkstattcharakter hat. Deswegen ist es sehr schön, dass sie quasi nicht hinter Glas gezeigt werden. Und was sehen wir hier eigentlich? Was das ist genau bei der Figur? Das ist Figaro, diese Cherubin, ja. Und hier, also der Arbeitsvorgang war schon sehr aufwendig. Ich habe oft viele Stoffe geholt, ausgeliehen, auch zum Teil konnte man früher mitnehmen aus Geschäften. Es geht heutzutage nicht mehr Sachen, und da habe ich alles drapiert auf den Gartenstühlen, die herrlichen Stoffe und so. Und das habe ich fotografiert natürlich, und danach habe ich dann auch begonnen, entsprechend zu entwerfen, über die Materialien auch zum Teil natürlich. Das heißt, manchmal ist es auch der Prozess geht ja so quasi rückläufig vom Stoff, vom Model zum Entwurf wieder zurück, oder? Kann man das so sagen? Ja, genau. Ich würde gerne noch ein paar Schritte zurückgehen zur Zeit Ihrer Ausbildung. Wie war das damals? Wie hat man da gearbeitet und was haben Sie erlebt? Ich habe erst ein Gebrauchsgrafikstudium gemacht, wie der Lehrer, zu dem ich gehen wollte, gesagt, lernen Sie erstmal zeichnen. Das ist heute kein Kriterium mehr, das muss man nicht, man muss es nicht können. Aber das heißt, erst dann durften Sie zu ihm. Dann hat er nach 3 Jahren Professor Helmut Jürgens an der Staatsoper in München. Und dann hat er gesagt, gut, kommen Sie. Und dann war ich Assistentin, noch waren 2 andere Kollegen da, und wir haben Bühnenbild noch gemacht. Bühnenbild, also die wahnsinnigsten Modelle, also das kann man sich nicht vorstellen, gelötet, getan, alles. Also wirklich akribisch. Und so, also so habe ich das gelernt eigentlich. Und durch ihn, der eine unglaubliche Persönlichkeit. Unsere Arbeit hat begonnen, er kam um 7 Uhr früh, weil die Werkstätten waren im Haus. Ich hatte das Privileg, erst um 9 zu kommen. Warum? Als Dame. Ich war 19 Jahre. Gut. Aber das war irgendwie, er hat auch immer gnädige Frau zu mir gesagt, das fand ich auch rührend. Und er hat in der Früh dann schon die Süddeutsche Zeitung gelesen, hat die wichtigsten Artikel angestrichen, und während wir da irgendwas gemacht, gemalt haben und so, musste einer von uns immer die Artikel vorlesen. Ah, okay. Ja, also Politik, Kunst, alles wo er meinte, dass das alles ist, die Welt ist ja einbezogen im Theater, und man muss sich ja mit der Welt auseinandersetzen. Man darf keine Distanz, keine zu hohe Distanz haben. Es muss alles da sein. Ja, man muss alles wissen und jeden Menschen für alle Interesse haben, glaube ich. Wenn man mit dem Schenk da bin ich öfters durch die Straßen gegangen. Und erstens mal war er beglückt, wenn er ihn jeder erkannt hat, und dann hat er die Menschen sofort gesehen, wie der geht oder warum, das macht er jetzt noch. Das ist so verrückt, das ist unglaublich. Dieses Wahrnehmen jedes einzelnen Menschen, und er konnte diese Menschen auch auf die Bühne bringen. Das war seine große Sache auch. Sie waren bei Jürgens wegen der Ausbildung, und dann haben Sie sich selbstständig gemacht. Dann ist er leider gestorben, und dann hatte ich einige Engagements in Salzburg am Landestheater, da habe ich auch Bühnenbild und Kostüm gemacht. Ahnungslos, aber es ist gelungen. Ja, und dann hat mich der Intendant damals, Professor Helmut Matthiasek, nach Braunschweig engagiert. Und da war ich 2 Jahre, und da habe ich sehr viel gelernt, weil auch der Ausstattungsleiter, ein Österreicher, Matthias Kral, der auch am Burgtheater gearbeitet hat, dem sollte ich assistieren, aber er hat gesagt, ich assistiere dir. Er hat mir geholfen. Okay, das heißt, Sie haben aber dezidiert auch verstärkt im Bereich Bühnenbild begonnen.
eigentlich nur Bühnenbild, aber ich habe beides gemacht. Sie haben beides gemacht. Und das ist wahnsinnig aufwendig, weil fürs Kostüm, also Bühnenbild ist viel weniger, ich meine das Konzept und man baut ein schönes Modell und dann geht man in die Werkstätten, aber bei Kostüm muss mich um die Stoffe kümmern, ich muss mich um die Schuhe kümmern, ich muss mich um die Maske kümmern, Haare, alles, aus welchen Farben macht man diese Perücke jetzt und dann sagte er, die Schuhe sind unbequem, man muss 5 Paar andere Schuhe suchen und also es ist Kostüm ist ein wahnsinniger Zeitaufwand. Vor allem für lange Zeit, kurz vor der Premiere, gibt es ständig irgendwelche Veränderungen. Ja. Und einmal hatten wir, weiß ich noch, das Oscar Wilde haben wir gemacht und da hat der Sieghalt Rupp gespielt, Ambesser hat inszeniert. Und ich komme in den Konversationsraum, schaue und kriege einen Schuh ins Gesicht, weil wir haben Schuhe anfertigen lassen. Okay. Und der Rupp hat irgendwie, es hat ihm halt wehgetan, das ist ja meistens so. Und wir haben es dann dehnen lassen. Okay. Und wenn Sie jetzt an Ihre Karriere zurückdenken, würden Sie diesen Weg noch einmal gehen? Sofort. Kein besserer. Also ich sehe, Sie sind begeistert und Ihre Augen leuchten, das heißt, es das muss hat was auf sich haben. Auch mein Lehrer Jürgen sagt, im nächsten Leben wieder Bühnenbild.